ich glaube, dass es bekannt ist, dass wir Kaffee-Enthusiasten sind bei Supremo, die braune Familie. Da gibt es immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die, du kaufst Rohkaffee und röstest die und bringst zu deinen Kunden und freust dich darüber, dass sich die Kunden freuen. Und das hat uns schon fasziniert und wir haben das als detailversessene Enthusiasten bis zur Spitze getrieben und wir sind auch bekannt dafür, dass wir Tüftler sind und pingelig sind, aber natürlich auch eine Menge Passion haben und Freude haben mit Kaffee. Was uns schon immer so umgetrieben hat, war das andere Ende des Kaffees. Also nicht das Rösten, Veredeln, einen schönen Cappuccino machen, einen schönen Espresso und sich darüber freuen, sondern auch, wo kommt der Rohkaffee her, wie wird er angebaut, ein Verhältnis zu den Bauern aufzubauen, besser zu verstehen, wie viel Arbeit es ist, eine gute Kaffeebohne herzustellen oder einen Kaffeebaum erstmal groß zu ziehen und dann zu begleiten über das Jahr, zu ernten, die Kaffeebohnen weiterzuverarbeiten. Und da war einfach immer so die Idee in unserem Kopf, dass wir irgendwann mal selber ein Feld haben wollen, dass wir eigene Bäume anpflanzen wollen, um einfach besser zu verstehen, wie das funktioniert, wie viel Arbeit reingeht, mit wie vielen Schwierigkeiten unsere Bauern zu kämpfen haben. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wenn man als Mensch auf diesem Planeten, wenn man Dinge konsumiert und isst und sich erfreut an guten Dingen, dass man auch weiß, wie das Ganze entsteht und wie viel Arbeit es ist. Wir sind jetzt gerade auf Finca Doña Elsa, ungefähr auf 1950 Meter und bauen hier die erste Reihe unserer Geishas an. Also hier in dem kleinen Waldstück ist alles noch schön naturbelassen. Die Farm selbst war vorher keine Kaffeefarm, deswegen alles neue Pflanzen. Wir haben das organische Material absichtlich liegen lassen, werden auch keine Chemikalien groß benutzen, also kein Herbizide, Pestizide oder Glyphosat, sondern wir wollen es wirklich komplett naturbelassen lassen. Wir haben ein paar Sachen anders gemacht, als man es typisch machen würde. Normalerweise kann man hier deutlich viel mehr Kaffeebäume anpflanzen. Wir haben aber gesagt, jeder Kaffeebaum soll genügend Platz bekommen, damit er sich ideal entfalten kann, dass er genügend Nährstoffe bekommt und deswegen sind auch die Einheiten etwas größer, weil wirklich das Ziel ist, nicht irgendeine Menge an Kaffee zu produzieren, sondern Top-Qualität hinzubekommen, einfach weil wir Kaffee lieben. Und das war immer schon ein Traum von uns, selbst Kaffee anzubauen, den wir dann irgendwann mal nach Hause holen und zu Hause rösten und dann selber trinken können. Und das war jetzt ein absolutes Highlight für mich, so hier hinten meinen ersten selbst eingepflanzten Kaffeebaum auf unserer Farm. Erstes Geisha-Baby eingesetzt. Der ganze Hang ist aufgeteilt in verschiedene Parzellen und eben hier in diesem Eck ist dieser Geisha mit drin. Dann haben wir weiter unten noch einen Teil mit SL28 und noch einen weiteren Teil mit einem alten äthiopischen Varietät. Was auch super spannend ist, hier über uns werden wir einen Varietätengarten haben. Das heißt, wir haben ein ganzes Eck freigehalten, wo wir jeweils 2 Bäume pro Varietät hinpflanzen werden. Wir werden alte Varietäten, die nicht mehr traditionell angebaut werden, mit wieder anpflanzen und einfach schauen, welche Sorten ergeben hier auf der Farm den besten Geschmack. Es ist einfach ein konstantes Lernen und konstantes Ausprobieren und Forschen. Wir wollen einfach Top-Kaffee haben. Das ist das Ziel und auf den freuen wir uns sehr.